Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Ja, es wird halt immer gerne behauptet, dass die Zoos eben nicht unabhängig von Wildschwängen werden. Wir können für den Zoo Duisburg nur sagen, dass das letzte Tier, was für den Zoo Duisburg gefangen wurde, das war die Lucy 1982, das heißt vor insgesamt 35 Jahren ist der letzte Delfin überhaupt für den Zoo Duisburg gefangen worden. Und die einzigen Tiere, die hier nicht geboren wurden und eben zu der Gruppe, die so wie sie jetzt da ist, dazugekommen sind eben der Ivo 1999 und die Pepina 1994. Alle anderen Tiere, die man hier jetzt zurzeit sieht, sind bei uns geboren. Und wir haben noch 4 weitere Tiere, 2 davon im Tiergarten Nürnberg, die Dolly und die Donna, und 2 im Rancho Texas Park auf Lanzarote mit Diego und dem Dado. Bei der Lebenserwartung der Delfine gibt es natürlich von bis. In der Natur weiß man es halt einfach nicht genau. Man kann nur ungefähr schätzen anhand von Zahnaltersbestimmungen, was denn mal gefunden wurde. Da nimmt man aber an, dass die ungefähre Lebenserwartung bei ca. 20 Jahren liegt bei den Delfinen. Im Zoo ist es natürlich deutlich höher. Wir haben so absolute Rausreißerkandidaten wie die Nelly, die in Florida 62 Jahre alt geworden ist, oder unser Mobby, der schon über 50 ist im Tiergarten Nürnberg. Und bei uns wäre jetzt der Ivo das älteste Tier mit 38 Jahren. Aber ich glaube, so ein Standard wie 62 bei Nelly, das ist einfach so ein Johannes Hesters Alter. Das ist was, womit wir alle, keiner von uns rechnet damit, irgendwie über 110 Jahre alt zu werden, sondern die normale Lebenserwartung liegt bei uns wahrscheinlich auch bei 80 Jahren oder so, wenn ich jetzt mal schätzen müsste. Da kenne ich auch keine wissenschaftlichen Daten dazu. Bei unseren Delfinen denke ich, dass so so um die 40 Jahre eigentlich schon ein ganz gutes Alter ist, aber die eben auch deutlich mehr erreichen können. Wobei bei Nelly muss man sagen, mit 62 Jahren, das ist ein Tier, das im Delfinarium geboren wurde und auch im Delfinarium gestorben ist. Also das ist kein Tier, was aus der Wildbahn ist, sondern da wissen wir ganz genau, das Tier ist dann geboren und dann gestorben, und dann haben wir kein Zahnalter geschätzt, sondern wir können ganz genau sagen, so alt ist das Tier geworden. Was auch immer wieder gerne angesprochen wird, ist die Jungtiersterblichkeit. Das ist so immer noch, dass man nicht genau weiß, woran diese Jungtiere immer sterben. Also nicht bei jedem ist wirklich die Todesursache festzustellen. Das haben wir jetzt jüngst erlebt mit unserem Kalb, was zuletzt hier geboren wurde, von der Daisy 2016. Das ist 2015 geboren, am 22. Dezember, und ist dann 13 Tage später gestorben. Also wir sagen noch immer, die ersten 10 Tage sind die kritischen und waren schon nach 13 Tagen wirklich ganz guter Dinge. Aber dann ist es plötzlich gestorben, es ist zur Pathologie gegangen an eine Universität und es konnte keine Todesursache festgestellt werden. Also keiner konnte sagen, warum dieses Tier gestorben ist. Das Kalb sah super aus, hat wunderbar Gewicht zugenommen, und trotzdem steht man immer da und weiß es nicht. Man vergleicht es in der Wissenschaft immer noch mit dem plötzlichen Kindstod, wo man auch, natürlich hat man ein paar Faktoren, die das Ganze begünstigen können, aber es ist immer noch keine endgültige Erklärung für alle Fälle, wo halt eben auch Menschen versterben, gefunden worden. So ist es bei den Delfinen auch. Also in den letzten 10 Jahren haben bei uns 64% der Jungtiere überlebt. Das deckt sich ziemlich genau mit der Wildbahn, wo man so zwischen 50 und 67% war, glaube ich, die letzte Studie, die in Neuseeland gelaufen ist, im Doubtful Sound 2014. Und da muss man aber dazu sagen, dass von diesen Tieren 40% das 3. Lebensjahr nicht erreichen. Und das haben wir natürlich nicht. Bei uns ist es wirklich so, wer die erste kritische Phase überlebt, der überlebt in der Regel. Also das sind, kann man sich hier angucken, die Delphi ist 1992 geboren, die Daisy ist 1996 geboren, die Dirt ist 2011 geboren, also die werden schon älter als 3 Jahre. In der Natur muss man auch noch dazu sagen, diese Raten kann man gar nicht miteinander vergleichen. Wir haben in der Natur nur Tiere, die gesehen werden, wenn sie ein gewisses Alter erreichen. Wir sehen keine Fehlgeburten, wir sehen keine Tiere, die nur 1, 2, 3 Tage alt werden, die sinken zu Boden, die tauchen nirgendwo auf. Wir können nur Tiere sehen, wenn wir gerade Glück haben, es war gutes Wetter, die Forscher konnten rausfahren und haben genau an dem Tag das Tier gesehen. Wenn jetzt eine Woche schlechtes Wetter ist, keiner fährt raus und genau in der Woche wird ein Tier geboren und verstirbt, das findet kein Mensch, das fällt raus aus der Statistik.
Wir sehen jedes Tier, weil wir jede Trächtigkeit überwachen. Wir machen Ultraschall, wir machen Blutuntersuchung und wir finden natürlich nachher auch die verstorbenen Tiere. Beziehungsweise wenn die Tiere geboren sind, werden die 24 Stunden überwacht, die ersten 60 Lebenstage. Und dann sehen wir natürlich jede kleine Veränderung, was man mit der Wildbahn überhaupt nicht vergleichen kann. Deswegen hinkt das so ein bisschen, Werte aus dem Delfinarium mit den Werten aus der Natur zu vergleichen, weil wir einfach nur einen ganz kurzen Einblick kriegen und viele Sachen aus der Natur einfach noch fehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.